Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sub Inside. Et vous l'avez bien compris, pour ce numéro, nous avons fait le déplacement et nous sommes au cœur de la capitale allemande Berlin. Alors Berlin, c'est l'une des capitales les plus jeunes de cette planète et l'une des villes les plus remplies d'histoire. Et justement, nous allons nous plonger dans le hockey subaquatique allemand en allant au cœur du club de la capitale. Alors comment se passe le hockey subaquatique en Allemagne? Comment se développe-t-il? Nous allons trouver quelques éléments de réponse dans le club de Berlin. Sub Inside, los geht's! Seit wann existiert dieses Verein? Dieser Verein existiert schon seit, glaube ich, 30 Jahren oder 40 Jahren sogar. Aber Hockey gibt es in diesem Verein nur seit einem Jahr. Unterwasserhockey ist sehr jung in Deutschland. Warum denn? Nein, es ist erst in den letzten 3-4 Jahren richtig groß geworden oder größer geworden. Aber das ist seit, glaube ich, 2000 in Deutschland gespielt. Aber das hat erst in München und in Gießen angefangen. Und in Gießen wird gar nicht mehr gespielt. Aber dann hat München ziemlich lange alleine gespielt und dann kamen Heidelberg und Hannover und Berlin dazu. Wie sieht ein typisches Training aus in diesem Verein? Wir machen normalerweise so Anschwimmen, so 10 bis 15 Minuten. Das heißt dann erstmal ohne Flossen, dann mit Flossen, dann mit ein bisschen Tauchen. Und dann wird meistens ein bisschen mit der Puck geübt, Skills Training. Und dann geht es um ein kleines Spiel meistens. Wir spielen einfach ein ganz normales Spiel, meistens mit 4 gegen 4 oder 3 gegen 3. Kommt darauf an, wie viele Leute da sind. Jeder hat am meisten Spaß mit Spielen. Wie viele Trainings habt ihr pro Woche? Wir haben 2 Hockey-Trainings pro Woche, aber die Verein hat, glaube ich, 10 Mal insgesamt Training pro Woche. Man kann quasi jeden Abend unter der Woche, Montag bis Freitag, schwimmen. Wir haben 4 Rugby-Trainings, 2 Hockey-Trainings und dann, glaube ich, 2 oder 3 auch normale Flossenschwimmen-Training. Und dazu haben wir auch einmal im Kraftraum Gym-Training. Sind eure Training gemeinsam, also mit Männern und Frauen? Genau, wir haben, glaube ich, ungefähr gleiche Nummern von Männern und Frauen, die mit uns spielen und wir trennen die nicht. C'est donc un club de hockey subaquatique assez jeune mais qui évolue à vitesse grand V dans un pays où le sport est en pleine expansion. Cela dit, il manque encore un petit quelque chose. Habt ihr Jugendtraining auch? Jugendtraining haben wir noch nicht. Das ist ein Ziel langfristig, aber wir haben keine Jugendtrainer und von daher wird es auch schwierig. Ich glaube, in den nächsten Jahren werden wir versuchen, mit ein paar Schulen was anzufangen, aber erstmal jetzt ist das Ziel, die normale Training ein bisschen größer zu machen. Un point négatif qui, espérons, sera résolu dans leur développement. Cependant, l'une des chances du club de Berlin est d'avoir dans ses rangs une joueuse d'expérience qui fait également partie de l'équipe nationale d'Allemagne. Warum hast du Unterwasserhockey angefangen? Ich war in den USA und da war es halt Auslandsstudium und ich wollte eine neue Sportart ausprobieren. Und da gab es Unterwasserhockey, was ich noch nicht kannte vorher. Gibt es viele Vereine in Deutschland? Nee, leider nicht. Also ungefähr 8. Und, war es nicht zu kompliziert, einen Verein zu finden? Nee, ich hatte Glück. Es hat sich gerade hier in Berlin einen Verein gegründet, als ich zurückkam. Petit point important à souligner pour un jeune club, ce sont les fonds. Alors comment fait un jeune club allemand pour s'en procurer? Habt ihr finanzielle Unterstützung von den Staat oder von Berlin? Wir haben nicht so viele finanzielle Unterstützung, aber wir haben ja diese Club mit 200 Leuten und da die Club von 200 Leuten eigentlich nur den Unterwasser-Rugby-Spieler unterstützt. Das ist 2 Mannschaften, die Männer, oder die 3, Männer, Frauen und ihr Jugend und dann uns. Das heißt, dass die Club hat relativ ausreichend Geld, konnte man sagen, und die helfen uns auch. Die haben dieses Jahr zum Beispiel neue Tore gekauft und Kappen gekauft und die helfen uns auch beim Fahren zu Turnieren und so weiter. Ce qui est intéressant avec cette jeune équipe est qu'elle contient donc une joueuse internationale, mais aussi une majeure partie de joueurs étrangers qui sont installés à Berlin, voire même d'autres qui sont juste de passage. Et alors, que pense-t-il de ce club naissant? I'm on holiday. This is the first time I've been. Hopefully it won't be the last, but it'll be the last for a few months. It's really good, clearly a really good facility here. Nice to have the warm-up pool at the start. Everyone knows what they're doing in terms of tactics. Some really energetic play as well. So it was a good tough session. Ouais, il y a une super ambiance avec on fait pas mal de soirées, de resto et tout ça quoi. En fait, là, j'habite à 2 heures de Berlin et j'ai pas de club là où j'habite, donc je viens à Berlin, je fais la navette pour venir jouer. Tu fais tous les jours les allers-retours? Enfin tous les jours, chaque entraînement? Semaine, quoi. Ouais, à peu près. Pas trop fatigant? Si, un peu. Après, je peux bosser dans le train, donc ça va. Alors si jamais vous voulez vous installer à Berlin ou bien que vous êtes de passage dans la capitale allemande et que vous aimez le hockey subaquatique, n'hésitez pas à les rejoindre pour faire partie de l'expansion de ce sport en Allemagne. Also sie sind auf jeden Fall offen für Neues. Sie sind kameradschaftlich
und sehr gut auch organisiert eigentlich. Echt? Ja. Und warum denn? Also jetzt, wie ich gesagt habe, vor einem Jahr durften wir noch nicht offiziell hier Hockey spielen und jetzt haben wir 3 Trainingszeiten, ein Turnier, ein Trainingslager gehabt und das innerhalb eines Jahres. I know underwater hockey isn't an up-and-coming sport in Germany, and with teams like this, it can only go higher. Bah, à Berlin, dans ce club-là, il y a une très bonne ambiance et c'est des bons potes, quoi. Et après, on peut voyager partout et rencontrer d'autres personnes qui jouent au hockey. Es macht Spaß, es macht man fit, man kann überall hinreisen und wird immer Hockey spielen können. Ich meine, wir haben ja hier im Becken 3 Spieler, 2 aus Wales und einer aus Kolumbien, die einfach heute da sind und mitgekommen sind. Und das ist auch ein Ding, die wirklich cool an Hockey ist. Es gibt auch so wie Couchsurfing für Hockey. Und ich glaube, zwischen Spaß haben und gute Reisemöglichkeiten und fit bleiben, es ist ein ziemlich gutes Argument. Vous l'avez donc compris, le hockey subaquatique en Allemagne est en pleine expansion et va prendre encore plus de volume dans un futur proche. On souhaite donc bonne chance au club de Berlin dans leur volonté de populariser et d'ouvrir le hockey subaquatique à tout le monde. C'est la fin de ce Sub Inside, merci à tous de nous avoir suivis et on se donne du coup rendez-vous dans un prochain club, en France ou ailleurs. Bis dann.